So wie sich das gehört, macht man vor der Jagd einen Kontrollschuss bei der Waffe. Auch wenn man sie vor der Jagdreise oder vor dem Antritt der Reise eingeschossen hat, gebührt es sich, die Waffe noch einmal zu kontrollieren. So, Karte ist auf Position, Kai-Uwe kann loslegen. Schieße wieder auf das rechte Schusspflaster. Jawohl. Es kann ja immer sein, dass durch die Reise, durch das Werfen der Waffenkoffer sich irgendwas verstellt. Mir geht es jetzt darum, nur mal zu sehen, schießt die 8x57 IRS Evo Green dahin, wo wir sie in Deutschland hin eingeschossen haben. Ja. Das sind weiße Waffen. Geile Hunde. Ja. Riesenkalle, ne? Ja. Ja, Bleib stehen, bleib stehen. Ja, Schwarzwild, Rotwild. Jetzt hast du alles auf der Kamera, was dieses Revier beherbergt. Alle 5 Schalenwildarten. Ja, liebe Zuschauer, liebe Freunde von K&K Premiumjagd, liebe Jägerinnen, liebe Jäger. Es gibt heute eine neue Episode über die Pirsch- und Ansitzjagd mit der Krieghoff Hubertus. Wir sind hier in der schönen Slowakei und ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Zeit schenken, um diese Episode zu Ende zu schauen. Dieses Revier hier in der Slowakei, 1200 Kilometer von der Jagd- und Fußballhauptstadt entfernt, ist natürlich eines unserer besten, wenn nicht sogar das beste Revier im Portfolio mit 5 Schalenwildarten. Hier kann man nach Herzenslust auf 10.000 Hektar auf Rotwild, auf Muffelwild, auf Dammwild, auf Schwarzwild und auf Rehwild jagen. Die Schwarzwildstrecken sind hier noch hoch. Das heißt, auch das Thema ASP ist hier noch nicht im Kern angekommen. In der Slowakei schon, Richtung Ukraine rüber, aber hier sind es noch ordentliche Schwarzwildstrecken. Und wer in einer Mittelgebirgslandschaft jagen möchte, in traumhaften Mischwäldern und Laubwäldern, der ist hier richtig. Die maximale Höhenlage sind 500 Meter. Es geht seicht nach oben. Ich kann nur jedem empfehlen, der die Pirschjagd lernen möchte, das Seminar mit der K&K Premiumjagdakademie hier zu buchen. Wir haben direkt am Hotel eine der modernsten Schießanlagen Europas. Ja. Also, das sollte passen. Da kannst du nichts zu sagen. Um, sage ich mal, hier auf Rotwild, Dammwild, Muffelwild, Schwarzwild zu jagen. Die vertragen sich gut, die 8x57 IRS und Evo Green und die Krieghoff. Da gibt es nichts zu muckeln. Dann kannst du ja morgen losgehen, ne? Da wird es morgen losgehen oder übermorgen, je nachdem, was uns so juckt. Kai-Uwe zieht sich um. Jo. Mit welchem Bein ich morgens aufstehe, dann entscheide ich mal, welche Waffen ich mitnehme. Das ist ja der Vorteil, wenn man 2 Beine hat. Was passiert? Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen pirschen in den Waldbeständen. Das heißt, wir bieten hier alle Möglichkeiten des Trainings vor der Jagd, das Schießen über den Ziel oder über den Pirschstock. Denn eines ist Fakt, die Pirschjagd lernt man nur durch aktives Jagen. Die Situationen hier sind permanent und ständig unterschiedlich, ob man steil im Hang hochschießt oder runter oder quer im Hang. Die Situationen sind häufig sehr spontan. Man muss also dann auch relativ schnell Entscheidungen treffen und dafür muss man mit seinem Equipment, mit seiner Ausrüstung, mit seiner Zielhilfe, mit seiner Waffe, mit seiner Optik absolut vertraut sein. Die Dammhirsche melden. Dann hat man hier sehr, sehr hohen Erfolg. Ja, da war halt hier kalt. Die kamen von unten hoch.
Was der suchte hier, war mir völlig schleierhaft. Kam spitz auf uns zu und das war natürlich spannend, ja, weil wir nicht wussten, ob er uns mitbekommt oder nicht, denn wir standen ja dort in ziemlich offenem Gelände, in der Brunft. Musst du beim Dammwild jede Sekunde mit Überraschung rechnen. Also du lernst da nie aus. Plötzlich sind sie da, dann sind sie weg. Und wir haben ihn ja gehört, wie er hier brumpftete. Bei diesem Schuss spitz aufs Blatt gehe ich von aus, dass die Evo Green innen drin dass sie komplett implodiert ist, ja, als Teilzerleger und gar keinen Ausschuss möglicherweise gebracht hat. Das ist aber jetzt hypothetisch, wir haben den Hirsch ja noch nicht umgedreht, aber hier auf 125 Meter hat die einen guten Job gemacht, definitiv. Aber kein Schweiß, das ist eben, wenn du keinen Ausschuss hast. Und das andere ist, ich habe bei der Krieghoff auch noch gestochen, ja. Ich habe die Hubertus noch gestochen, ganz in Ruhe, weil ich gar nicht wusste, er kam ja auf weite Entfernung, wie weit muss ich denn überhaupt schießen. Aber es war ja sofort erkennbar, dass es ein Abschusshirsch ist mit den tiefen Scheren. Und große Freude machen mir die, riesengroße Freude, diese Abschusshirsche. Und also ja, gelungene Pirsch. Ich sag ja. Und dann heißt es immer, so ist das Rotwild, was hier verbeißt. Jetzt kriege ich heute mal eine Buche. Hier in der Slowakei wird das nicht so verbissen gesehen. Ja. Nein, aber genau da sitzt der Schuss, wo er hin sollte. Genau drauf. Ist auch ein Knieper. Der rechte Hand stehend ein Muffelrudel auf 400 Meter und Rehwild sieht man, das bettet dort und jetzt bewegen sich weg, aber es ist ein Jährlingswidder, der in dem Rudel ist. Ja, und das Wild ist eben hier so vertraut, weil der Jagddruck relativ gering ist. Da steht Rotwild draußen, Matze. Da ist noch ein Hirsch drin. Aber wir versuchen dich da ranzukommen? Ich glaube, ja, der hat richtig weiße Waffen. Kerle, 100 Pro. Ja. Riesenkerle, ne? Ja. Ja, Bleib stehen, bleib stehen. Das ging jetzt sehr schnell. Was ist denn das für ein Tag heute? Na, das war jetzt von Branjo dies angekündigte Hirschrudel oder Rotwildrudel. Da war noch ein anderer Hirsch bei und der Rest war Kahlwild. Und das ist ein Abnormer. Das musste jetzt schnell gehen. Vom zweiten Kopf mit dem Rosenstockbruch und dadurch die Abnormität. Ja. Der Hirsch war angekündigt, der ist von Branjo mehrmals bestätigt worden in einem Kahlwildrudel. Und der kam dann auch heute hier so auf 150 Meter von uns entfernt raus auf die Luzerne. Und Branjo sagte, das vierte Stück, das ist der erste Hirsch und das ist der Abnorme. Der schiebt nach vorne weg die Stange und dann geht sie nach oben hinweg. Und man sieht das auch hier, die Stamme, das muss hier einen Rosenstockbruch gegeben haben, sodass der Rosenstock sich um 90 Grad nach vorne bewegt hat und jetzt schiebt er also nach vorne raus und dann doch nach oben und nicht nach vorne weg. Also eine ganz interessante Trophäe. Woher diese Verletzung rührt, ist mir schleierhaft, aber der Hirsch stand dann auf 150 Meter breit. Ja, und dann habe ich mit der 8x57 mit dem
Evolution Green, 9 Gramm Geschoss geschossen und im Vergleich zum Dammhirsch hat er hier einen sauberen Kammerschuss, Hochkammerschuss und auch einen Ausschuss. Altschaf mit unheimlich dicken Schläuchen, wo man im ersten Moment denkt, das ist ein junger Widder, aber es ist ein ganz altes Schaf, aber es äugte mich an. Daneben stand ein Widder, aber es stand nur spitz, spitz, spitz und jetzt ist es über die Kuppe rüber und da war keine Chance. Dann sind wir um 7 Uhr los, waren nach einer Viertelstunde oder 10 Minuten im Revier und eine bekannte Revierecke, die ich schon vom letzten Jahr her kannte. Hier habe ich mit Branjo schon gejagt im letzten Jahr. Ja, und wir hatten ja gut Dammwild vor, dann ein großes Muffelrudel. Ach nee, bei der Pirsch auch noch Einzelstücke Muffelwild. Und wir dachten, wir kommen an den Dammhirsch heran, der permanent meldete. Und wir waren ja auch am Brumpfplatz, haben die Brumpfkuhle gesehen. Und ja, wir stehen jetzt direkt an einer klassischen Brumpfkuhle, die noch nicht so tief ist. Aber hier brumpfte das Dammwild.
Dann war aber wieder Dammwild da, dann war Muffelwild da und dann sind wir in diesen Hang eingestiegen, wo die Felsen sind, wo die Muffel sich sehr gerne aufhalten, um die Schalen abzuwetzen. Ja, und als wir über diese Felspartien runterkamen, jetzt wieder unten in den Mischwald und Laubwald hier, da hatten wir dann diesen Scheurer vor uns, der rechtzeitig schon am Träger scheuert mit den Schnecken. Und es scheint eine Jagd der Selektion zu sein, mit abnormen Hirschen, schwach veranlagten Kniepern oder Löfflern oder Einwachsern. Es kann gerne so weitergehen. War eine wunderschöne Pirsch, geschossen wieder mit der 8x57 IRS Evo Green, ziemlich weit vorne angefasst, weil ich nur Stangenholz zwischen mir und dem Widder hatte. Aber der hat keine 3 Meter mehr gemacht und dann war er verendet. Und mich hat heute Morgen wieder die Krieghoff Hubertus begleitet, im bekannten Kaliber 8x57 IRS, und habe drauf das Leica Fortis 2 bis 12x50, was auch beim Ansitz ein bisschen mehr Dämmerungsleistung hat als die 42er Gläser. Also es ist so eine perfekte Allround-Kombination. Ranjo, nochmal herzlichen Dank für die spannende Pirsch. Never change a winning team. Keiner? Schöne an der Pirschjagd. Ja, du bestimmst unter anderem über Erfolg und Misserfolg. Du triffst eine Entscheidung, ja, und sitzt jetzt nicht auf dem Hochsitz stundenlang und wartest, dass das Wild aus deinem Witterungsradius rauszieht. Die Pirschjagd ist eben die Krönung. Absolut geiler wäre jetzt ein bisschen too much gewesen, ne? Ja, Jürgen Klopp würde sagen, das wäre zu kitschig gewesen. So. Man muss ständig mit Wildanblick rechnen, wenn man sich richtig verhält und einen guten Pirschführer hat. Und so sind wir nach dem Scheurer nochmal an Dammwild rangekommen. Und es waren auch 2 Schaufler dabei, aber die waren noch zu jung. Und ans Kahlwild sind wir nicht rangekommen, waren immer verdeckt die Kälber, und dann irgendwann kam der Spießer, aber der zeigte sich eben nur über die Kuppe. Und da brauchst du dann schon eine sehr gute Auflage. Und durch den Magnetostick lag die Waffe Wiener 1, da wackelte nichts mehr, und dann konnte ich ihm sauber auf den Träger den Schuss antragen, und der lag im Knall. Und ja, und wie wir dann auf dem Weg zum Spießer sind, zieht unter uns ein starker Keiler durch, den wir aber hier im Laubwald nicht mehr gefunden haben oder, sage ich mal, so sichtbar gehabt haben, dass man da noch hätte drauf jagen können. Der ist jetzt erstmal hier aus dem Bestand raus und ist der Sache entkommen. Wenn ich den jetzt noch geschossen hätte, den Keiler, dann hätte Jürgen Klopp zum Beispiel gesagt, das wäre zu kitschig gewesen, was er ja auch nach der Pokalniederlage in dem Jahr, als er dann Borussia Dortmund verlassen hat, dann auch gesagt hat, also wenn ich jetzt noch den Pokal geholt hätte, das wäre zu kitschig gewesen. Ich nehme mal seine Worte und sage, der liebe Gott hat das heute so gewollt, dass wir das Stück Muffelwild und das Stück Dammwild schießen,
Und da sind wir sehr dankbar für. Er wollte, dass wir dem Wild begegnen. Das haben wir gemacht und haben sauber der Wildbahn entnommen. Mehr kann man nicht erwarten. Ja, und wer hier einmal jagen möchte, ob jetzt im Frühjahr auf Rehbock, ob zur Kahlwildjagd, ob zur Hirschbrunft, zur im Moment laufenden Dammwild und beginnenden Muffelbrunft, zu der Drückjagdsaison. Wir stellen hier Gruppen zusammen, auch für die K&K Schießakademie. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben ein Seminar für das Schießen auf weitere Entfernung bis 300 Meter, und gehen dann aber auch nach 1,5 Tagen Training auf die Jagd. Oder aber wir haben ein Seminar für die aktive Pirschjagd. Der möge sich doch hier melden, weil wir die Kombination aus Training und aktiver Jagd hier hervorragend kombinieren können. Die Trainings geben jedem enorme Sicherheit, um nachher diesen wirklich abwechslungsreichen jagdlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. Wenn Sie hier jagen möchten, dann rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0231 390 84500 oder senden Sie uns Ihre E-Mail an info@premiumjagd.de. Wir freuen uns, Sie hier zu begrüßen.